Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor einiger Zeit mal gezeigt, wie ihr Schlüsselanhänger aus Acryl mit Vinylfolie beplotten könnt, und heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr solche aus Metall mit dem Plotter gravieren könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, um was es heute geht, wir werden solche Alu-Anhänger gravieren und ich werde euch zeigen, wie ihr da Schablonen machen könnt, damit ihr die Tags immer wieder schön mittig platzieren könnt und euer Design genau da ist, wo ihr das auch haben wollt. Und wie ihr das eben machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist Folgendes. Ich habe den Cricut Maker auf dem Tisch und dann von den Tools her habe ich die Engraving Spitze und dann ein Housing. Und ich werde da auch immer wieder gefragt, ihr kauft einfach eines der Tools mit dem ganzen Housing, was hier oben diesen Noppen hat, und dann könnt ihr von den Swap Tools, die heißen auch so, könnt ihr nur die Tipps kaufen und die dann einfach draufbringen, oben wieder loslassen und dann habt ihr die auswechselbare Tipp auf dem Swap Housing. Das heißt, das Swap Housing braucht ihr nur einmal zu kaufen und dann könnt ihr einfach unterschiedliche Tipps zusätzliche dazu kaufen. Ich habe bei uns in der Schweiz es nirgendwo gefunden, dass man nur das Swap Housing kaufen kann. Deshalb habe ich einfach bei einem der Tools das mit dem Swap Housing gekauft und dann nur noch die Spitzen dazu. Das heißt, die Engraving Spitze brauchen wir hier, plus das Cutting Blade, aber das habe ich schon drin. Dann von den Schneidematten habe ich die Strong Grip Matte für das Engraving oder das Gravieren und dann die Standard Grip Matte, und die verwende ich, um eine Schablone zu machen, oder ich habe 4 verschiedene Formen, deshalb werde ich 4 Schablonen machen. Dazu habe ich hier auch einfach so ein Plastiksheet und ich habe weiße Vinylfolie, einfach damit ich das dann ein bisschen besser sehe. Aber das seht ihr dann, wozu ich das verwende. Dann eben meine Tags. Ich habe hier 3 verschiedene in der Form, einfach verschiedene Farben. Dann habe ich so einen Hundeknochen, einen kleinen Kreis und einen silbrigen Stern. Ich habe was zum Ausmessen, Painter's Tape oder Malerkrepp, mein Entgitterungstool und dann eine Schere auf dem Tisch. Und natürlich brauchen wir den Cricut Design Space und damit starten wir auch gleich. Starten wir als erstes kurz mit dem Template. Was habe ich gemacht? Ich habe von den Elementen Bilder gemacht. Die habe ich dann über Hochladen ganz einfach hochgeladen. Ihr könnt es, ich habe es mit Adobe Illustrator gemacht, aber ihr könnt natürlich einfach auch ein Foto machen mit einem hohen Kontrast. Das heißt, das Element auf ein weißes Blatt legen und das dann nachzeichnen lassen. Das kommt dann, ihr müsst einfach gucken, dass ihr das wirklich gerade mit dem richtigen Level auch fotografiert. Und dann könnt ihr das verwenden. Ich habe es nachgezeichnet und habe ganz einfach die Bilder so eingefügt. Ich mache das kurz mit dem Stern hier. Und dann habe ich mir angeguckt, wie groß ist dieses Element. Das heißt, ich habe das ganz einfach mit dem Maßstab abgemessen, wie breit die breiteste Stelle ist. Das sind bei mir 3,7 cm. Muss ich kurz gucken. Ich habe auf metrisch umgestellt. Jetzt sind wir wieder auf dem metrischen System. Da kann ich hier eingeben 3,7. So. Das ist mein Stern in der richtigen Größe. Dann habe ich den Arbeitsplatz wieder auf nicht metrisch umgestellt. Seht dann nachher warum. Aber hier habe ich dann das Element genommen und ein Offset gemacht. Und zwar von 0,05 Inch. Dann seht ihr, ich habe immer noch mein Element und ein Offset. Was ich dann gemacht habe, ist ein Quadrat eingefügt und das habe ich auf 4 Inch gemacht.
und das ganz einfach einmal dupliziert. Und all diese Elemente habe ich dann zentriert. Jetzt können wir die Quadrate kurz runterschieben, damit wir da auch was sehen. So, jetzt habe ich eines der Quadrate genommen plus das Offset und habe das verbunden. Und beides ist ein einfacher Schnitt, ganz einfach deshalb, weil das unser Template wird. Das heißt, ich kann das nachher verwenden und durch dieses Offset kann ich dann den Stern ganz einfach hier reinlegen. Das macht vielleicht nachher Sinn, wenn ihr das seht. Ich blende das jetzt kurz aus, damit wir das nicht mehr sehen. Dann habe ich hier den Stern und das Quadrat. Auch die beiden markiere ich und verbinde die. Die setze ich aber jetzt auf Stift. Und so habe ich meine beiden Vorlagen. Das heißt, ich habe einerseits hier das, was mit dem Stift ist, und dann habe ich hier drin, sieht man jetzt nicht, aber hier drin ist der Stern plus das Quadrat. Und um die Vorlage zu schneiden, brauche ich das hier nicht, das mit dem Stift, sondern nur dieser einfache Schnitt. Und das habe ich gemacht für all meine Elementeformen, die ich habe. Ich blende das hier kurz aus, weil ich das schon gemacht habe, und blende hier 4 Elemente ein. Und wenn wir uns die angucken, dann ist das eine ein Kreis, das andere ist der Stern, der Knochen und dieses längliche mit den abgerundeten Ecken. Ich habe 2 in Schwarz gemacht und 2 in Grau, ganz einfach deshalb, weil meine Folie, die ich habe, die ist von der Breite her auf 21 cm beschränkt und das hatte nicht ganz Platz. So habe ich mir ganz einfach von den Folien 2 Stück zurechtgeschnitten, wo diese Quadrate, 2 Quadrate drauf Platz haben und dann noch einmal, wo diese beiden Quadrate drauf Platz haben. Und da gehe ich jetzt auf Herstellen. Jetzt habe ich 2 Matten. Einmal die schwarzen und einmal die grauen. Da kann ich auf Weiter klicken. Und jetzt muss ich beim Material etwas suchen, was der Plastikfolie entspricht. Da nehme ich das Acetate. Und was ich hier jeweils kurz mache, ist ein Testschnitt. Das heißt, ich gehe hier kurz auf Abbrechen. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. Und hier nehme ich einfach kurz so ein Reststück, was ich habe. Mache das auf die Matte drauf. Laden. Und dann losangen. Dann kann man gucken, ob es das richtig geschnitten hat. Ah, das hat nicht gereicht. Dann gucken wir uns mal an, wie diese Materialeinstellungen sind. Das heißt, ich gehe hier auf die Materialeinstellung und dann habe ich Acetate Folie 292. Ich würde sagen, ich lege hier einfach ein neues Material an. Und jetzt kann ich hier sagen, Druck 350 und sage dem, er soll 3-mal schneiden. So sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Jetzt wähle ich das nochmal aus. Meine Materialien. Acetate VB. I can hide what this is. Yeah, keep drowning in those. Und so hat es das wirklich wunderbar
geschnitten. Das heißt, meine Einstellungen sind 350 von der Stärke her und dann mit 3-mal schneiden. Und dann kann ich die Elemente wieder einblenden, die meine Schablonen sind. Sagen herstellen. Ich habe die beiden Matten und jetzt beim Material eben wieder meine Materialien und dieses Acetate. Und dann können wir loslegen. Hier habe ich eben das Acetate Sheet ganz einfach mit einer weißen Vinylfolie bezogen, damit ich das dann auch ein bisschen besser sehe. Das bringe ich jetzt hier ganz einfach auf die Matte. And you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Das war die erste Matte. Jetzt müsste sich das ganz einfach lösen lassen. Manchmal hilft es auch, wenn ihr es einfach so ein bisschen brecht. Und wenn nicht, könnt ihr mit dem Messer noch kurz ein bisschen nachhelfen. Und dann habe ich schon meine beiden Templates für diese Elemente, wo ich dann einfach die schön mittig reinlegen kann. Das sind die beiden. Jetzt machen wir noch das zweite. Für die zweite Matte habe ich kurz noch den Schneidedruck auch hochgesetzt, in der Hoffnung, dass das so ein bisschen hilft. Und so habe ich jetzt 4 Vorlagen oder Schablonen, die je 4 mal 4 Inch sind. Mein Element mit einem kleinen Rand Abstand, damit ich das schön platzieren kann. Und ich zeige euch jetzt gleich, warum ich das gemacht habe. Und das müsst ihr auch nur, also ihr müsst nicht, aber ich kann es wärmstens empfehlen, sowas zu machen. Sagen wir es mal so. Starten wir mit dem hier. Weil was ich jetzt machen kann, ihr habt hier in der Mitte, seht ihr, das ist genau die Mitte der Matte. Und diese Felder ringsherum sind ja Inchfelder. Das heißt, wenn ich jetzt 4 Inch mal 4 Inch das wirklich schön hier in diesem Feld platziere, und das Schöne ist, ich kann die jetzt immer wieder verwenden. Ne? So. Schön mittig platziert. Dann kann ich mein Element nehmen und das hier innen drinne auch schön mittig platzieren. Und dann muss ich mit dem Painter's Tape nicht direkt auf meine Matte drauf, was ich massiv besser finde. Das heißt, ich kann jetzt, ich weiß, hier oben werde ich nicht gravieren. Das heißt, hier kann ich es festmachen. Vielleicht noch ein bisschen weniger hoch. Ein bisschen mehr auf der Seite. Weil ich jetzt schon weiß, wie mein Design aussieht. Das ist dann bei euch natürlich auch der Fall. Ich mache das immer so an 2 Seiten möglichst fest, aber so, dass ich nicht ins Design reinkomme. So. Und jetzt seht ihr, ich kann das Painter Tape auf diese Schablone, ich kann die Schablone hier schön mittig platzieren. Und was ich jetzt mache, ist ein Design, wo ich das genauso auch ausrichten kann. Das gucken wir uns jetzt kurz an. Und wir hatten ja vorhin ein Element gemacht, was auch diese 4 Inch mal 4 Inch hat. Auch das Element, aber diesmal in der Originalgröße. Und hier habe ich auch den Kreis, wo ich weiß, hier sollte ich nicht drüber gravieren. Ne? Und die sind alle auf Stift gesetzt, weil ich werde es
zum Platzieren brauchen, aber ich werde im Stiftehalter keinen Stift reinmachen. Das heißt, der wird quasi in der Luft zeichnen. Das ist ein zusätzlicher Schritt, aber das hilft halt einfach zum richtig Ausrichten. Und wir reden hier von kleinen Elementen, da ist es wirklich wichtig, dass das Ganze auch richtig ausgerichtet ist. Jetzt habe ich hierfür ein Design gemacht. Mal gucken, welches das ist. Das ist das hier. Da habe ich einen Schriftzug gemacht. Ich zoome hier kurz ein bisschen rein. Dann kann ich den kurz hochnehmen, sonst wird das nichts mit verschieben. So. Ich habe hier einen Schriftzug genommen, der da heißt Sublio Inline, weil der ist effektiv aus 3 Linien gemacht, was ich cool finde. Dann habe ich über die Bilder noch ein kleines Herz reingemacht, was hier gerade so gepasst hat. Und jetzt kann ich das hier so platzieren, dass es schön mittig ist und im Element drinne Platz hat. Dann, was ich weiter gemacht habe, ist bei der Schrift und beim Herz habe ich hier ausgewählt Gravur, weil genau das wollen wir machen. Und eben der Rest ist auf Stift gesetzt. Und jetzt markiere ich diese beiden Elemente. Ich muss die kurz trennen. Nochmal alles markieren und dann alles zusammen verbinden. Dann könnt ihr immer noch kontrollieren, passt es. Das heißt Stift, 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 Gravur, Gravur. Wunderbar. Und dann können wir hingehen und sagen, herstellen. Der würde das jetzt hier oben platzieren, aber da ich ja schön hier meine 4 Inch x 4 Inch habe, kann ich schön in die Mitte der Matte, das ist hier die 6, bildet quasi diese Mitte, kann ich noch ein bisschen reinzoomen, dass ich das wirklich schön hier in die Mitte platzieren kann. Zack. Und dann kann ich auch weitergehen. Und ihr seht, er wird zuerst das mit dem Stift machen und dann die Gravur. Jetzt muss ich noch die Materialien aussuchen. Und ihr seht auch, dass es weniger zur Auswahl hat. Und das ist ganz einfach, weil ich gesagt habe, ich will gravieren. Und gravieren geht nur auf bestimmte Elemente. Und ich nehme hier bei Sonstiges das Metall. Sage fertig. Und jetzt sagt er mir, ich soll in die Klemme A einen Stift reinmachen. Das mache ich nicht, weil ich will, dass der Freihand quasi in der Luft zeichnet, weil das war ja nur, damit ich das Ganze richtig platzieren kann. Dann die Gravierspitze in die Klemme B und Matte laden. Und genau das mache ich jetzt alles. Das heißt, hier kann ich das Messer rausnehmen und den Gravurstift reingeben. Dann gucke ich, dass die Räder jeweils nicht im Weg sind. Und dann kann ich die Matte laden. Im Stiftehalter ist nichts drin, ne? Und hier jetzt einfach drauf gucken, wenn ihr Spielraum habt, dass ihr das wirklich schön in der Mitte einzieht. Und dann sage ich loslegen und jetzt wird er quasi wie zeichnen, aber ohne Stift. Dann ist er mit dem Stift fertig und jetzt bereitet er den Gravurstift vor. Und dann könnt ihr das wunderbar von der Matte oder von eurer Schablone runternehmen. Ist das nicht hammermäßig geworden? Und es ist perfekt ausgerichtet. Und hier noch dieser Unterschied, ne? Das Herz ist eine ganz einfache Linie und dieser Schriftzug, den ich euch gezeigt habe, dieses Sublio, hat eben 3 Linien. Und deshalb
erkennt man das auch so gut. Ich finde, die Schriftart finde ich absolut geeignet. Das heißt, wenn ihr Schriftarten wählt, die mehrere Layers haben, dann kommen die noch mehr zur Geltung. Das heißt, mit dieser Schablone könnt ihr jetzt wirklich jedes Mal das genau so machen. Das heißt, diese Schablone könnt ihr immer wieder verwenden. Die platziert ihr einfach immer in dieser Mitte und dann guckt ihr, dass ihr das Design auch da platziert. Und so könnt ihr das perfekt ausrichten. Ich mache das jetzt nochmal mit ein paar anderen Elementen, ohne das groß zu kommentieren, einfach damit ihr das auch noch mit den anderen seht. Can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. You say all the right things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. You just have your ways to get me high. You make all my dreams come true. It feels right when I'm around you. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never thought anyone could. You get me high. You're my drug when I am feeling blue. Yeah, it's all you. 'Cause you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the one. Yeah, the one. You touch me in a way that makes me shiver. Sometimes I can't believe that you are mine. Love's a gun and baby, you're my trigger. You kiss me in a way that gets me high. You make all my dreams come true. It feels right just being around you. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never thought anyone could. You get me high. You're my drug when I am feeling blue. Yeah, it's all you. 'Cause you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the So, ich bin jetzt mit allen durch. Das Toffee hatten wir ja schon, ne?
Dann hatte ich diesen Kreis gemacht und das erkennt ihr sehr wahrscheinlich fast nicht in der Kamera. Dann hatten wir den Stern. Hier seht ihr es besser, so, ne? Und ich habe für mich gemerkt, was mir eigentlich am besten gefällt, wenn diejenigen, die beschichtet sind, wenn ich da eine Schriftart nehme, die mehrere Schichten hat. Und bei dem, was nur Silber ist, finde ich es eigentlich auch ganz cool, nur diese Outlines zu haben. Und ihr seht, wie super filigran ihr hier gehen könnt. Ich finde das schon krass. Und dann hatte ich noch 3 gemacht und das heißt, ihr könnt auch wirklich die Schablone einfach drauf lassen und dann immer wieder von diesen Tags nachladen. Hier, ne? Dream a little bigger, darling. Das hatte ich auch noch ein zweites Mal gemacht. Und hier auch wieder bei Silber und dem Rosa kommt es relativ gut zur Geltung. Jetzt bei dem grün beschichteten nicht so gut, wenn man es vergleicht, ne? Das ist die Toffee. Und bei Schwarz hatte ich es nochmal mit derselben Schrift versucht wie die Toffee. Aber da würde ich euch anraten, eher größere Elemente zu nehmen, aber eben auch mehrlagige, weil das kommt fast nicht zur Geltung mit Schwarz. Meine Lieblinge sind definitiv die 3, finde ich wirklich cool. Die Toffee, Dream a Little Bigger Darling und Make Your Dreams Come True. Und ihr habt auch gesehen, ich habe hier bei dem noch einen Ring dran gemacht. Das könnt ihr so machen, wie ihr das gerne möchtet. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte, wie ihr wunderbar solche Schablonen machen könnt, um eure Elemente schön mittig zu platzieren und die dann auch wirklich wunderbar mittig auszuplatten, dass das wirklich super funktioniert. Und eben die Schablonen müsst ihr nur einmal machen und dann könnt ihr die immer wieder verwenden und die einfach schön mittig aufbringen. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und da waren ein paar hilfreiche Tipps und Tricks mit dabei für euch. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!